Wir haben einen Roadtrip durch Costa Rica gemacht und sind 2 Wochen lang mit einem Mietwagen durch das ganze Land gefahren. In diesem Video zeigen wir euch die geilsten Orte des Landes. Ohne Scheiß, das ist das Krasseste, was ich bis jetzt gesehen habe. Costa Rica ist natürlich für seine Natur berühmt, aber die meisten Leute landen in San Jose. Uns ging es nicht anders. Wir haben uns die Stadt natürlich auch angeguckt. Wir haben dazu ein Video gemacht, wo wir uns fragen, ist San Jose ein Besuch wert? Das Video gibt es hier oben. Wir haben unseren Mietwagen in San Jose abgeholt. Wir waren nämlich zu viert und zwar ist meine Schwester mit ihrem Freund uns besuchen gekommen in Costa Rica und wir haben dann zu viert den Roadtrip durch Costa Rica gemacht. Von San Jose sind wir als erstes nach La Fortuna gefahren. Roadtrip, Hot Springs. Ja, wir sind sehr gespannt, was uns erwartet. Parken war schon ein bisschen schwierig. Richtig warmes Wasser und das Feeling ist einfach nur voll schön hier. Mega. Also man ist so mitten in der Natur, ist so wie ein Whirlpool. Einfach nur geil. Diese Hot Springs hier sind kostenlos. Es gibt noch andere Thermen. Ja, es gibt jede Menge so Hot Springs, wo einfach heißes Quellwasser vom Vulkan erwärmt rauskommt. Sau geil. Aber die sind relativ teuer, deswegen haben wir uns entschieden, hier hinzufahren. Aber es gibt auch mehrere umsonst, ne? Oh, die Hot Springs waren richtig geil. Müsst ihr auf jeden Fall hin, wenn ihr in Costa Rica seid. Der nächste Spot war der Hanging Bridges Park. Wir müssen hier ganz leise sein. Die gesamte Wanderung, wenn man den ganzen Park sehen möchte, sind so ungefähr 6-7 Kilometer und wenn man sich das in Ruhe alles anschaut, dann ist man da so in 2,5 bis 3 Stunden durch. Die Brücken selbst sind knapp 100 Meter lang und bis zu 55 Meter hoch. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das Ganze wackelt so ein bisschen. Ja, man kann war da teilweise echt ein bisschen crazy. Ja, ein bisschen Überwindung. Auch ein bisschen Schiss. Nicht nach unten gucken. Ohne Scheiß, das ist das Krasseste, was ich bis jetzt gesehen habe. Ohne Flachs. Guckt euch den Vulkan mal an von hier. Geil, ne? Das ist doch einfach nur krass. Und auf einmal kamen da Affen. 2 Stück. Von der Brücke haben wir die gesehen. Und Eichhörnchen haben wir auch gesehen. Richtig nice. Und die Affen sind einfach hier von den Bäumen hin und her gesprungen. Also richtig krass. Ich hätte niemals gedacht, dass wir hier Affen sehen. Die 3 Pfadfinder. Ich liebe Costa Rica jetzt schon. Unglaubliche Natur. Allein diese Hängebrücke war es schon wert. Keine Ahnung, unser erster Tag und wir haben schon so viel Natur erlebt. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es fühlt sich einfach richtig gut an. Eintritt waren 23 €, ist nicht wenig, aber ihr müsst dazu wissen, in Costa Rica ist es so, das Geld, was die Nationalparks einnehmen, wird für die Nationalparks auch genutzt. Das bedeutet, die Anlagen sind immer sehr gepflegt. Am nächsten Morgen haben wir uns auf den Weg gemacht. Tag 2, wohin geht's? La Fortuna, Wasserfall. Wasserfall. Ab. 18 $ Eintritt. Wir sind gespannt, ob dieser Wasserfall es wert ist. Plus, wir müssen 500 Stufen laufen. Um noch mehr Eindrücke von unserer Reise zu bekommen, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Schaut gerne mal vorbei und lasst ein bisschen Liebe da. War richtig geil. Das Wasser war zwar arschkalt, aber wenn man einmal drin war, dann ging es geil. Und man konnte Richtung Wasserfall schwimmen, aber man kam einfach nicht näher dran, weil die Strömung so heftig war. Ich habe noch nie so eine Strömung erlebt. 18 $ wert? Ja, auf jeden Fall, ja. Krasse Treppen. Runter einfach, hoch anstrengend bei dem Wetter. Zurück in der Unterkunft hat es erstmal geschüttet wie aus Kübeln. Bevor die Reise weitergeht, zeigen wir euch noch kurz unsere Unterkunft. Hier haben wir 63 € pro Nacht bezahlt. Das macht 15,75 € pro Person pro Nacht. Du, wie war's hier in der Bude? Geil. So Leute, Tag 3 Roadtrip. Wohin geht's? Weiter geht's nach Montezuma. Ab am Beach. Juhu. Freut uns. Okay, nicht übertreiben, ja? Junge, da waren so viele Nasenbären. Locker 30 Stück auf einmal. Richtig geil. Kleine putzige Mother. Richtig cute. Los. Das ist schlecht. Wovon? Weil du so
Straße fährst. Sag mal bitte, wie die Straßen gehen. Mit deiner Hand so. Straight geradeaus. Montezuma ist so ein kleines Surferdörfchen. Strand war einfach gar nichts los. Wir hatten gefühlt den ganzen Strand für uns. Man muss dazu sagen, das Wasser war ein bisschen Bräunlich. bräunlich. Die haben da irgendwie so Probleme mit Algen und Plankton im Zusammenspiel. In Mexiko hatten wir ein ähnliches Problem mit Seegras. Dazu ein Video hier. Einen Tag haben wir einfach nur Beachtag gemacht, haben da ein bisschen die Zeit genossen, haben uns ein bisschen umgeguckt und am nächsten Tag hatten wir eine Bootstour. Wir machen heute einen Tagestrip. Es geht nach Isla Tortuga. Wir sind sehr gespannt, was uns erwartet. Ein krasses Highlight der Tour war, dass wir einen Wal mit seinem Kalb gesehen haben. Ein Wal, der ist 20 Meter lang. Direkt hier vorne. Jetzt sehen wir einfach Schildkröten bei der Paarung. Alter, was geht hier ab? Bruder, wieder. Made it to Isla Tortuga. Wir sind jetzt hier auf der Insel angekommen, nach 2 Schnorchelspots, ne? Und ja, jetzt dürfen wir hier noch so ein bisschen auf der Insel chillen. Ich kaufe mir jetzt ein Armband. Ist ein kleiner Markt oder was? Auf Isla Tortuga. Isla Tortuga. Oh, Isla Tortuga. Die Insel ist relativ klein, aber der Sand ist wirklich wunderschön. Es ist alles so naturbelassen. Ja, du, was ein bisschen schade ist, man kann den Rest der Insel nicht erkunden. Man chillt hier quasi einfach nur am Strand. Bootstour sind übrigens alle Getränke inklusive. Die Fahrt zur Insel hat ungefähr so eine Stunde gedauert. Die Rückfahrt ein bisschen schneller, weil die alle Feierabend machen wollten. Ja. Es gibt einen kostenlosen Wasserfall und zwar den Montezuma Fall. Den kann man auf eigene Faust erkunden. Das war wirklich abenteuerlich, ich sag's euch. Ja Mann, der Weg dorthin war nicht ganz so easy, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, voll. Also wir sind ja im Regen dahin gelaufen, im Gewitter. Wir haben es geschafft! Also der Weg wurde nicht leichter, der wurde nicht easy oder so. Also war echt krass zu laufen. Ich muss hier gerade die Plane drüber halten, weil es ist auch die ganze Zeit ein bisschen am Regnen. Aber so stelle ich mir Costa Rica vor. Und ja, irgendwie hatte das einfach was, ne? Das war richtig... Und wieder für Umme. Ja. Was in Costa Rica nicht immer selbstverständlich ist. In Montezuma hatten wir eine wunderschöne Unterkunft. Das Haus war ungefähr 30 Meter vom Strand entfernt. Wir haben dort knapp 80 € für die Unterkunft pro Nacht bezahlt, was auch echt klar geht. Ja, unsere Zeit hier in Montezuma endet. Alles an Costa Rica war bis jetzt geil, Montezuma genauso. Für uns geht die Reise heute weiter nach Paraíso, das ist irgendwo in den Bergen. Wir haben jetzt 6 Stunden Fahrt vor uns, müssen noch Sachen packen, gar keinen Bock. Ich sag euch was, ein Costa Rica Roadtrip ist eine Sache, die kann ich einfach nur jedem vom Herzen empfehlen. Leute, dieses Land bietet so viel und wir haben jetzt noch eine Woche vor uns. Gönnt euch. Und hier für alle nochmal eine Übersicht von unseren Ausgaben während unseres Roadtrips in der ersten Woche. Im nächsten Video erwarten euch wunderschöne Aussicht in den Bergen von Costa Rica und unglaubliche Strände an der Karibikküste. Außerdem haben wir einen Nationalpark besucht, also schaut euch auch das Video an.